Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Folge The Park. Ich habe dieses Let's Play mal bei Grund gesehen und dachte mir, komm, hol's jetzt Spiel mal. Ist eigentlich ein PC-Spiel, sieht man auch, glaube ich, ein kleines bisschen, ein little bit. Und nee, die rechtlichen Hinweise waren nicht so, wir brauchen aufgeschlafen. Aber überschreiben. Natürlich, ich habe noch mal getestet, ob die geht. Ja. Dauert nicht lange, dieses Spiel. Ich glaube, der dauert wirklich nur so 2-3 Stunden. Wenn überhaupt. Ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht mal, worum es geht. Ich weiß nur, wie gesagt, dass man so einen Park durchqueren muss. Und man das ein oder andere Mal. Ich habe hier In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Atlantic Island Park, okay. Spiele ich jetzt eine Frau? Egal. Where's Mr. Bear? Sorry. I haven't seen Mr. Bear, Callum. Moin! Oh, ich habe ein Tattoo. Oh, ich bin tätowiert. Und hab ein geiles Herz. Stay in the car. We'll go and ask information. Ach so, da bin ich jetzt wieder zurückgefahren, oder? Wesentlich nicht. Ja, mal. Da oben ist die Sonne. Warte mal. Da ist die Sonne. Ich sehe aber gar keine. Oh, nee, ist jetzt schon chillig. Boah, dieses Spiel ist mir viel zu schnell. Super, dass ich sprinten kann. Ey, Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your Ich habe earliest zu lange convenience. Netflix geguckt. Employees prepare the park for shutdown. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Informaciones. Alter. What? Hey, Lorraine. Lorraine. You get my number? Don't Yeah. blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Toll, Callum, Alter. Er lockt the gates for me. Danke, Alter. Wait up there for Mommy, Callum. This way, Mommy. Wait up there for Mommy, Callum. This way. Nein! Callum, where are you going? Come on, this way. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, Jetzt lauf. the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Aha. Sicherheit Point. Thema Sicherheit. Aber jetzt hier die Farbe sind auch schön. Jetzt oder bewegen die sich nicht. Oh God. The park. What happened here? Wait for Mommy! You can't catch me. Krass, das ist spät. Das ist nicht spannend. Lauf nicht in den großen Wind rein, bitte nicht. Aber der war gerade da, warum war der da? Hier, so eine Aussage. Da oben läuft irgendjemand. Die Dirt scheiße.
me, Callum? Over here. Where are you? Come on, Mommy. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Danke. Ich weiß nicht, was dabei. So direkt gespeichert, kann gut sein. Hello? I think this belongs to Callum. Callum, du hast deinen Schuh verloren. Ah, jetzt haben du sie. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ja, betrunken an einem Anzug. Ich muss mal. So große Pinkeln. Wird gespeichert. Ey, wie oft will sie noch spielen? Halt die Fresse und verpiss dich. Callum, stay where you are. Come on, Mommy. Mit Schwan fahren. Ich hätte nicht besser so spielen. Ach, wie schön. Ich stelle mir gerade einfach vor, das ist der Moviepark. Ich bin da jetzt heute Morgen am 21.04. und denke mir, wie toll die Welt ist. Oh Mann, Alter. Wie schön. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or Die haben suck. nur wenig zu essen. Ach, die fangen doch da Schmetterlinge. Wie du weißt. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Oh. Nur ein Brot? Ja, Clever ja. Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed.
Hätte ich ihn auch direkt sagen können. Idiot. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. 2 Tage lang kommen wir mal nicht, ne? Eine Halbtour. Den Hübschen schön vor. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Warte mal, ist das die richtige Geschichte von Hänsel und Gretel? Dachte ich am Anfang nicht. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Warum im Kinderpark? So eine Geschichte. Welche? Welcher Idiot hat sich das denn schon wieder ausgedacht? Los, los. Siehst wieder normal aus. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents.
I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Danke, jetzt kann ich endlich sprinten. Also ich kann auch sprinten und reden. Another accident. This place. Ich habe den Teddy gefunden. Also, hier sind immer wieder Unfälle passiert. Ich weiß nicht, ob das ein Zeitungsbericht war. Auf jeden Fall hat sich der andere gefragt, ob der trotzdem der Park öffnen soll. Zum Thema Unfällen. Und diese Fehler sollen wir nicht wieder. Wir sind überall so. Was ist das Typen? Alles. Was ist das von so einer Mordkommission? Die Sachen, die angefangen hat. Hier ist irgendwo Musik. Oh, Scheiße. Das Viech hat sich doch schon gedreht in der Mitte. Ist doch schon gut mit dieser Waffe oder was da ist. Diese Bock oder? Dann geht's in die Tür zu. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Zeugen. Folgende Toten. War nicht, dass er alles sollte. Nein. So gut. Das verwundert mich jetzt gerade wieder ein bisschen. Dass ich hier mal die ganze Zeit so liegen war. Und den Ticket holen. Und hier rein. Mama, komplett langsam und vielleicht nicht. Also der hier macht mir auf jeden Fall richtig Spaß. Und wer hat das gestartet? Bin ich alleine? Ich kann ja nicht hier reinsetzen und starten. Oder erst starten und dann ganz schnell meine das hat gemacht. Das hat viel, was wir von Laufen sehen haben. Guck, der Hase mit dem Ohr. Oh, I remember this. Ich brauch doch nicht für einen Namen, Alter. Ja, ich muss jetzt Richtung Riese ran. Kann ich sein? Steht's gerade? Komm ich da nicht hin?
kam daher. Ja. Aber hier war doch irgendwo ein Ringrad. Warum sehe ich da drüben? Treachery hides in Okay, thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Okay. Kann man speichern? Ich glaube, das Spiel hat gespeichert. Ne? Dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Part. Ich werde bei diesem Spiel dranbleiben, nicht so wie bei SpongeBob, also bei den anderen Spielen. Ich glaube, das einzige Story-Spiel, was ich spiele, ist SpongeBob, ne? Ja, okay, ja, SpongeBob, der einzige, der Rest kannst du ja spielen, wie du willst. Da kann ich auch mal wieder reinschauen, aber jetzt, ich habe jetzt momentan richtig Bock auf Horrorspiele, die auch lustig sind. Das ist jetzt weniger Horror, das ist mehr so Psychokram. Ich werde jetzt nicht so wie bei Liars of Fear oder Resident Evil rumschreien, aber nun ja, jetzt ist erstmal der Park dran. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch weiterhin Interesse habt an dem Park, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer wisst, wann der Park kommt. Nun ja, für Gameplay-Tipps bin ich leider nicht gut, aber ich glaube, hier brauchst du so einen Scheiß. Ich glaube, das ist alles geskriptet. Hier gibt es einen Anfang und ein Ende, weißt du? So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.